Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen bei dieser riesen Scheiße. Am 27. August wurde das Honor 7 endlich offiziell für Europa vorgestellt. In China kann man es ja schon eine ganze Zeit lang kaufen, da ist es auch ziemlich beliebt, zumindest was man so liest. Und das ist meiner Meinung nach auch so der Hauptgrund, wieso wir so lange darauf warten mussten. Das eigentlich Interessante am Honor 7 ist, dass es hardwaretechnisch definitiv in die Oberklasse eingeordnet werden kann. Honor selbst nennt es ja sogar sein Flaggschiff. Trotzdem kostet es aber nur so um die 349 Euro. Ich habe endlich mein Testgerät erhalten und was so alles mitgeliefert wird, das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! So Leute, ihr wisst ja, dass ich keinen Strom mehr habe, falls man das richtig verstanden hat. Und ihr habt ja auch wahrscheinlich den Vlog schon gesehen. Leider habe ich jetzt das Problem, dass meine Aufnahme ein bisschen rumgesponnen hat und ich jetzt dieses blöde Bild da unten drin habe. Die schlimmsten Sachen wollte ich jetzt rausschneiden. Deswegen folgendes, was ich eigentlich gesagt habe im Video. Es handelt sich bei diesem Video um ein Product Placement. Und deswegen natürlich schon mal vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und ich hoffe, ich bekomme eine weitere Chance für eine ähnliche Sache. Danke. Bei der Verpackung bleibt Honor sich ganz treu. Wir haben dieses typische hellblau oder türkise, nennt es wie ihr wollt. Eine Papierverpackung und hier auf der Vorderseite jetzt eben eingraviert die 7 für Honor 7. Ansonsten ziemlich unspektakulär an den Seiten, auch auf der Rückseite, nur hier auf der Oberseite haben wir eben Dinge wie die Seriennummer und die E-Mail. So, das Ganze ist für euch jetzt verkehrt rum, damit ich hier auch freie Hand habe, mich zu bewegen. Deswegen muss ich es auch so rumdrehen. Das Ganze ist also ein neues Handy. Marke Huawei Honor 7. Also ich nehme an, dass ich habe jetzt mich nicht erkundigt, ich kann jetzt auch nicht nachschauen, weil ich keinen Strom habe und kein Internet. Aber das wird sowieso im Test, also es wird noch ein Testvideo geben, werde ich es noch erklären. Und ich habe saubere Fingernägel, gut. So, auf jeden Fall das Huawei 7, schätze ich mal ist es, und Honor. Sollte ich mich getäuscht haben, ich werde versuchen es hier einzublenden nochmal, werde ich mich nochmal zwischenzeitlich kurz informieren. Gut, wir werden es jetzt mal unboxen. Und ich bitte um Entschuldigung für diese Aufnahme, für dieses, wie es jetzt ist. Weil das Problem für mich nämlich ist, dass ich das erste Mal so in die Richtung mache, mit einem Unboxing aus der Perspektive. So, hinten steht jetzt drauf Huawei Honor 7. Color steht Grey drauf, also grau quasi. Ich finde es interessant, die Box ist ein interessanter Blauton. Ja, ein Türkis eigentlich schon eher. Ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach mal auf. Ich mache jetzt hier mal an der Seite die Verpackung auf. Ganz vorsichtig. Wenn wir das Ganze dann öffnen wollen, heben wir es einfach nur an. Normalerweise ist hier an der Seite auch noch ein Siegel. Das wurde hier bei diesem Pressesample aber schon durchgetrennt. Aber bei euch sollte das dann eben fest verschlossen sein. Dann sehen wir hier gleich schon den eigentlichen Star der Show, das Honor 7. Das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Zuerst mal schauen wir, was noch alles mitgeliefert wird. Hier unter diesem weißen Tray haben wir hier so eine Verpackung, wo normalerweise Papierzeug drin wäre, also Garantieinformationen, Sicherheitsinformationen. Hier noch das SIM-Eject-Tool, aber hier ist eben nichts dabei, eben weil das ein Pressesample ist. Wenn ihr das Ding dann kauft, dann ist bei euch natürlich das übliche Papierzeug auch mit dabei. Wenn ihr das Ding dann kauft, dann ist bei euch natürlich das übliche Papierzeug auch mit dabei. Wenn ihr das Ding dann kauft. So, dann mache ich das hier mal so auf. Minimal verstaubt. Die Packung. Lege ich mal zur Seite. So, machen wir weiter mit dem Unboxing. Ich habe jetzt halt das Problem, dass ich keine Softboxen habe. Das ist echt ein bisschen blöd, aber ich hoffe, dass die Lichtverhältnisse trotzdem halbwegs hinhauen. Wir nehmen das hier mal raus. Da ist ja das Handy eigentlich drinnen. Das ist einfach nur so eine Pappschale halt fürs Handy, damit halt, oder Styropor. Ich werde mir vermutlich auch baldmöglichst ein neues Handy, also eine neue Handyhülle dann zulegen, weil das Handy ist es mir dann doch wert. Bei dem alten Handy hier ist es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen, aber das neue, da brauche ich dann schon was. Was zur Hölle ist das hier? Schaut aus wie das Handbuch, aber was ist das? Das werden wir vermutlich gleich brauchen. Ich lasse es mal drinnen, vorerst. So. Aufkleber. Ich liebe ja Aufkleber. Einmal in blau-weiß und einmal in weiß-blau. Ich mag ja Aufkleber. Freue ich mich schon. Kann ich dann schon meinen Laptop oder irgendwas bekleben. Dann haben wir hier zwei Büchlein. Einmal das hier. Und ja, das ist halt die Gebrauchsanweisung. Einmal auf Englisch, einmal auf Französisch, einmal auf Deutsch, Italienisch, Espanol, also Spanisch, Portugiesisch und Niederlande, also Niederländisch ist da auch mit drin.
So, ich werde jetzt nicht das ganze Büchlein zeigen. Das muss ich mir vermutlich auch mal durchlesen. Ich weiß selber noch nicht genau, was die Kamera hat, was die Kamera kann. Wenn ich schaue jetzt mal gerade spontan nach. 31 auf 46. Die Seite hat also das sind also etwa 15 Seiten. Das heißt es sind 15 Seiten pro Sprache. So, das wäre das eine. So, und das nächste ist hier das hier. Warranty Car. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ich mache das mal kurz auf. Auch einfach ist halt auch nochmal zusätzlich ein kleines Capture sozusagen. Oder es ist einfach eine Sprache, die jetzt in den anderen nicht aufgeführt wurde. Das kann natürlich auch sein. Okay, das ist auf jeden Fall auch nochmal so eine Art Gebrauchsanweisung. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Sprache das ist. Das sieht aus, als wäre es teilweise Deutsch, teilweise Englisch. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Ist eben einfach die Gebrauchsanweisung. So nicht weiter sonderlich spannend. Ich muss auch sagen, ich bin überaus nervös gerade, weil sowas ist, wie gesagt, für mich komplett Neuland. So, dann haben wir hier zwei Boxen. Sieht nach einem USB-Stecker aus und das hier dürfte wohl der Strom sein. Dann haben wir hier so einen weiteren Tray aus Papier. Ihr seht schon hier an dem Symbol, hier ist dann vermutlich das Netzteil drin. Genauso ist es auch, wir haben ein weißes Netzteil. Fast Charging wird vom Honor 7 auch unterstützt. Das ist ja so ein großer Vorteil im Vergleich zum OnePlus 2 zum Beispiel. Wir haben hier einen maximalen Output von 2 Ampere. Das Ganze muss ich aber noch genauer testen. Dann haben wir hier noch so ein Tray. Da ist dann, ihr könnt es euch schon denken, natürlich das USB-Kabel drin. Auch das machen wir schnell auf und schauen, ob die möglich so ist. So ist es natürlich. Hier auch das weiße Micro-USB auf USB-Kabel, wie man es von Honor oder Huawei kennt. Kopfhörer werden keine mitgeliefert, auch sonst nicht mehr. Irgendwie muss man natürlich auch auf diesen Preis hier kommen. Ich denke, das geht aber dann absolut in Ordnung, wenn man eben immer die UVP im Hinterkopf behält. Das war's vom Lieferumfang. Jetzt schauen wir uns das Honor 7 dann noch genauer. Also, wir haben jetzt den USB erstmal rausgenommen. Für mich natürlich sehr wichtig, weil ich dann auch mal mit meinem Handy was tun kann. So, einmal und zweimal. Okay, das ist natürlich das Headset. Das ist ganz klar, dass es irgendwo ist oder irgendwo sein muss. Das Headset. Oh, das sind interessante Kopfhörer. Die habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist auf jeden Fall mal eine interessante Form, auf jeden Fall. Ich persönlich liebe ja Musik, deswegen brauche ich sowas wie Headset immer und Kopfhörer. Ein kritischer Blick, den ich bei Headsets und Kopfhörern immer habe, wie lang die Kopfhörer sind nach Möglichkeit. So, dann haben wir das hier. Das ist natürlich der USB-Anschluss. Hier steht auch wieder, hier steht auch wieder irgendwelches Zahlenzeug drauf. So, schön, was ich hier sehr schön finde, ist, dass es mit dem Gummi zusammengehalten wird. Ihr kennt ja vielleicht diese Sache, wo man zusammendrehen muss, die gefallen mir grundsätzlich nie. So Gummis sind mir eigentlich immer lieber, zumal man die dann auch noch für was anderes verwenden kann. Und solche Gummis sind nie verkehrt, da kann man immer Sachen mitmachen. Das hier ist jetzt der Anschluss für den Huawei, also für den USB. Und da habe ich einen kleinen Vorteil, denn mein aktuelles Ladekabel fürs Huawei, das ich habe und das gleichzeitig auch mein Akkuladegerät ist, haben wir hier schon schön den Micro-USB, wir haben auch schon den Anschluss hier, also wir haben auch schon das schöne USB-Zeichen drauf. Dann haben wir natürlich hier den USB-Anschluss nochmal zusätzlich. Finde ich persönlich immer ganz gut. Also von daher, damit kann man auf jeden Fall einiges machen. So, das lege ich mal zur Seite. Gut, damit hätten wir nur noch das hier zur Auswahl. Und ich persönlich tippe, also das ist jetzt der Stromanschluss, ich persönlich tippe darauf, dass hier lediglich ein Gerät dran ist, bei das man halt einen USB-Anschluss anschließen kann. Denn ich persönlich tippe darauf, ich kenne es von meinem eigenen Huawei, also von dem hier, von meinem kleinen Huawei, das übrigens den gleichen Anschluss hier hat, tippe ich mal drauf, dass dieses hier einfach nur so ein Plastikstück ist, was in die Steckdose gesteckt wird, wo man dann den USB anschließt. Wollen wir wetten? Ich wette 100 Euro darauf. Und ich hätte die Wette auch gewonnen. Das ist bei Huawei richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Handys zurzeit ist. Es ist länger her, dass ich mir eins gekauft habe. Also ein anderes als ein Huawei. Aber das hier persönlich finde ich geil. Da muss man bloß den USB anschließen. Man hat vorne den ganz normalen Stecker. In dem Fall sieht das sogar besser aus als meiner. Denn den ich besitze, ist der hier. Und da ist es hier an der Seite. Was natürlich ein bisschen problematisch ist auf Dauer. Und hier ist es oben. Das heißt, hat man ein bisschen schöneren Zugriff, finde ich. Das ist es also, das Honor 7 hier noch schön mit Folie auf Vorder- und Rückseite. Wir nehmen die gleich mal ab, wie man das kennt von Huawei bzw. Honor. Wird hier hinten nochmal erklärt, wo was zu finden ist.
Wir ziehen erstmal das hier ab und dann haben wir, wie gesagt, auf der Vorderseite auch noch eine Folie. Die kann man sogar als Display-Schutzfolie hernehmen, wenn man das Ganze denn möchte. Ich will das normalerweise nicht, aber ich lasse die jetzt erstmal dran, weil die ist so fest aufgebracht. Das braucht immer etwas Kraft. Aber ist natürlich ziemlich lobenswert, dass hier eine Display-Schutzfolie ab Werk angebracht ist. Das dürfte einige freuen. Was gibt es zu den Abmessungen zu sagen? Wir haben hier 143 x 72 mm und es ist 8,5 mm dick oder dünn. Das Display auf der Vorderseite hat eine Diagonale von 5,2 Zoll. Es ist ein IPS-Display, löst mit 1920 x 1080 bei ziemlich ordentlichen 424 ppi auf. Wir haben dann eine 8 Megapixel Frontkamera und natürlich On-Screen-Tasten, wie man das von Huawei bzw. Honor kennt. Und die Displayränder, zumindest an der Seite, sind auch relativ dünn gestaltet, wobei wir unten wieder diesen ziemlich großen Balken haben. Finde ich etwas Platzverschwendung, genauso wie bei Huawei auch. Also das könnte man noch etwas. So, ich habe ja schon ein Huawei. Man sieht übrigens meinen Ventilator in der Spiegelung. Ich habe ja bereits ein Huawei. Also mein anderes Handy ist ja ein Huawei. Hier übrigens der gleiche Blauton fällt mir gerade so auf. Oder fast der gleiche. Und das hier ist mein Handy. Bisschen sauer gemacht. Und da sieht man schon mal den ersten Unterschied dazwischen. Also das ist schon mal deutlich größer. Ich kann es auch mal rausnehmen. Kleinen Moment. Ich möchte jetzt hier, muss hier sehr vorsichtig sein. Na, komm her. Ach, hier an der Seite. So. Ja, das stelle ich mal zur Seite. Das machen wir gleich weiter. Das neue Handy sieht hinten so aus. Huawei Honor. Hat vorne eine Kamera und hinten eine Kamera. Zum einen, zu den technischen Details komme ich dann in meinem zweiten Video, wenn ich das Handy auch ausgiebig immer getestet habe. Das soll so in etwa einer Woche kommen, wenn alles gut geht. Und ja, das ist auf jeden Fall, ja, wie gesagt, schönes Handy. Hat auch einen sehr schwarzen Bildschirm, wo mein anderes Handy hier noch unten die Tasten hatte, mehr oder weniger Tasten. Und oben noch der Name stand, Huawei. Haben wir hier das nicht. Finde ich persönlich aber schöner, sieht wesentlich schöner aus auch. Und es ist halt eben, wie gesagt, auch grau und schwarz. Finde ich eine sehr edle Ausgabe. Irgendwie muss ich da an 50 Shades of Grey denken. Color steht Grey drauf, also grau. Nö, nur Spaß, aber von der Farbe her sieht es wirklich sehr, sehr edel aus, auf jeden Fall, finde ich zumindest jetzt. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So Leute, leider ist das Video ziemlich katastrophal geworden. Link ist noch in der Videobeschreibung zu dem Handy. Ich hoffe, ihr schaut da mal vorbei. Ist auf jeden Fall meine Empfehlung wert. Ich habe es jetzt schon ein paar Tage und habe es mal ein bisschen ausgetestet. Das ist auf jeden Fall sau cool. Und da kommt noch ein technisches Video demnächst und dann noch ein bisschen mehr technische Daten. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und viel Spaß, falls es euch auch holen wird.